Du hast dich schon immer gefragt, wie du dein Hörmann-Tor mit Home Assistant verbindest? In diesem Video zeige ich dir meine sketchy Low-Budget-Variante, die kaum technische Expertise erfordert. Und zwar verwenden wir Home Assistant, ein ESP Home und ein Relais. Auf diese Idee kam ich, weil es letztens einen schrecklichen Vorfall im Bastelsaal gab. Ich habe wie so oft bis spät abends am Husar gearbeitet, gespachtelt, geschliffen, geschweißt und so weiter. Und dann ist es passiert. Ich bin durch das Tor aus der Halle, habe beim Gehen das Tor geschlossen und dann stand ich vor dem geschlossenen Tor und stellte fest, mein Schlüssel fürs Auto und für den Bastelsaal war noch im Bastelsaal. Ah, fuck, scheiße! Wow! Zum Glück wohnt mein Nachbar Dennis direkt ums Eck, sodass er kurz vorbeifahren konnte, um meine Halle zu öffnen. Mein iPhone hatte ich natürlich in der Hosentasche und auch meine Apple Watch hatte ich an. Und so kam ich auf die Idee, das Hallentor smart zu machen. Ich habe also etwas recherchiert und es scheint, als wäre es nicht einfach so möglich, ein Hörmann-Tor, in meinem Fall ein A445 oder A445, in Home Assistant zu integrieren. Bitte schreibt mir unbedingt in die Kommentare, falls es doch einfacher geht, wie ich das umgesetzt habe. Ich bin ja auch nicht allwissend, oder? Wahrscheinlich könnte man noch eine eigene Platine löten, die das Tor direkt bedient, aber ich wollte auf jeden Fall auch die Unterstützung für meine aktuellen Fernbedienungen beibehalten. Wie auch immer. Ich habe mir dann eine weitere Fernbedienung HS4BS gekauft und dazu noch einen ESP von meinem Bruder besorgt. Der Handsender war nagelneu und man sieht am Blinken der blauen LED, dass er funktioniert. Um einen neuen Handsender zu koppeln, musste ich das Steuergerät aufschrauben. Es war natürlich nicht versiegelt oder so. Bei mir lag dann unten diese weiße Verteilerbox. Dort enthalten ist der Empfänger der Handsender, der dann das Tor schaltet. Um den neuen Handsender zu koppeln, musste ich einmal kurz den Schalter auf der Platine am Steuergerät drücken und anschließend lange die gewünschte Taste auf der Fernbedienung. Ich habe den Knopf auf der Platine natürlich versehentlich lange gedrückt und damit alle registrierten Fernbedienungen gelöscht. Wow, Thomas! Meine Fresse, was ein Depp! Naja, als ich die Funktion des neuen Handsenders dann verifizieren konnte, konnte ich die Fernbedienung zerlegen. Nach etwas Rumgefummel hatte ich die Fernbedienung dann auch offen. Ahnt ihr schon meinen Plan? Genau! Ich wollte einfach zwei Kabel auf die Fernbedienung löten, um sie dann mit dem ESP einfach zu drücken. Das ist zwar etwas hacky, aber funktioniert auf jeden Fall ohne teure Hardware. So sieht die Fernbedienung dann übrigens offen aus. Der nächste Schritt war dann der Aufbau meiner Lötstation. Ich habe hier im Eck oder da im Eck übrigens das Video verlinkt, in dem ich diese Kisten gebaut habe. In meiner Elektronikkiste hatte ich sogar noch ein altes Batteriefach, das ich verwenden konnte. Also Kabel abisoliert, Lötzinn aus der Kiste, flott verzinnt und an die Fernbedienung gelötet. Erst den Pluspol, dann den Minuspol und da das Batteriefach für 2 Batterien war, ich aber nur eine brauche, habe ich den zweiten Batterieslot einfach mit einem Kabel überbrückt. Das hat schon mal gut geklappt. So sah mein Batteriefach dann aus. Der nächste Schritt war dann herauszufinden, welcher Kontakt das Tor tatsächlich öffnet. Also habe ich etwas rumprobiert. Und als ich den richtigen Kontakt dann hatte, habe ich ihn direkt verzinnt. Dann ein Restekabel gesucht und aufgelötet. Das war tatsächlich etwas filigran, weil sich die beiden Leiter natürlich nicht berühren sollen. Nachdem ich mit der Entlötpumpe etwas Lötzinn wieder entfernt hatte, hat das aber gut geklappt. Und damit war der Proof of Concept auch schon fertig. Haken dran. Ich konnte die beiden Kabel verbinden und so einen Tastendruck am Handschalter simulieren. Also konnte ich mich wieder an meinen Computer sitzen. Endlich wieder am PC! Und mich damit beschäftigen, den ESP zu flashen. Für Home Assistant gibt es ein Projekt namens ESP Home. Das verspricht, den Mikrocontroller einfach zu flashen und sogar die Programmierung extrem zu vereinfachen. ESP Home kann über den HACS, also den Home Assistant Community Store, installiert werden. Das hat bei mir auch gut geklappt. Der ESP wurde von ESP Home erkannt
Und ich konnte ihn direkt über das Interface von Home Assistant flashen. Leider ist ESP Home dann immer beim Kompilieren der finalen Firmware abgestürzt. Das konnte ich nach längerer Zeit dann auch ergründen. Meine Home Assistant Instanz lief auf einem Raspberry Pi 3. Der war einfach zu langsam für diesen Prozess. Ich habe meinen Home Assistant dann auf meinen Synology NAS virtualisiert und siehe da, das Kompilieren war erfolgreich. Der nächste Rückschlag war dann aber die Erkenntnis, dass der ESP mit 3,3 Volt und die Fernbedienung mit 1,5 Volt läuft. Und da ich von Elektronik wirklich wenig Ahnung habe, musste mir mein Bruder helfen. In einer längeren Online-Session hat er mich darum beraten und mir ein Relais empfohlen. Hier die Schnellversion von unserem Gespräch. Übrigens, danke Michi für deine Hilfe, hat mir echt sehr geholfen. Kuss geht raus. So, und das waren dann diese Relais, die nach ein paar Tagen Warten dann auch geliefert wurden. Ich musste dann nur noch 5 Kabel richtig mit dem Relais verbinden. Auf der einen Seite die 2 Kabel der Fernbedienung und auf der anderen Seite Strom vom ESP und ein Datenkabel. Das fertige Setup sah dann so aus. ESP zum Relais, Relais zur Fernbedienung und dann noch die Batterie, die übrigens sogar einen integrierten Schalter hat. Ja, und dann war ich endlich wieder in meinem Fachgebiet Softwareentwicklung. Wer es nicht weiß, ich bin hauptberuflich Softwareentwickler. Meine Firma heißt Lulububu. Schaut mal rein, wenn ihr was braucht, lulububu.de. Wir machen Webseiten, Web-Apps, Automation, KI. Und natürlich Home Assistant. Ich musste also nur noch den automatisch von Home Assistant erkannten ESP entsprechend hinzufügen. Ich habe ihn Tor genannt. Also wegen diesem Tor, ihr wisst, nicht wegen dem anderen Tor. Whatever. Und konnte es dann auch schon sofort bedienen. Die Konfiguration des ESPs ist auch simpel. Im Grunde ist nur Zeile 10 bis 17 relevant und legt einen Home Assistant Schalter auf Pin 4 an. Da der Knopf der Fernbedienung normalerweise nur kurz gedrückt wird und das Relais natürlich einfach immer an oder aus ist, musste ich das mit einer kleinen Automation nachempfinden. Das geht in Home Assistant auch sehr einfach. Ich habe also eine Regel angelegt und sie so konfiguriert, dass sie startet, wenn das Relais angeschaltet wurde. Eine Sekunde wartet und es dann wieder ausschaltet. Das war's. Damit konnte ich das Tor vom Handy und von meiner Apple Watch aus steuern. Theoretisch sogar von überall aus der Welt aus. Ich habe mir dann noch eine etwas komplexere Regel erstellt, die erkennt, wenn ich mich meiner Halle nähere und dann direkt auf meiner Apple Watch eine Push-Nachricht anzeigt, die mich fragt, ob ich die Halle öffnen will. Und so sieht das dann aus. Und als Krönung habe ich mir den Knopf dann noch auf mein Stream Deck gelegt. Das war leider schwer zu filmen, aber hier hört man, dass sich das Tor öffnet. Zum Abschluss habe ich dann noch eine konfigurierbare Kiste auf Microvolt gesucht, gedruckt, dann alle Kabel und Platinen abgeklebt, damit keine Kurzschlüsse entstehen. Ihr wisst, Basic Brandschutz. Und dann alles in eine Kiste gepackt und so sah dann die fertige Kiste aus. Eigentlich recht simpel, die Platine der originalen Fernbedienung, ein ESP3266 Microcontroller, ein Relais und eine Batterie. Ich habe übrigens irgendwann vom ESP von meinem Bruder auf einen älteren ESP gewechselt. Aus irgendeinem Grund hat der erste ESP nicht korrekt funktioniert. War wahrscheinlich ein Montagsgerät oder was weiß ich, was der gerade hatte, wa? Oder ich war unfähig. Wir werden es nie erfahren. Was sagt ihr zu diesem kleinen Hack-Projekt? Hättet ihr das auch so gemacht? Habt ihr Fragen? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und drückt natürlich auf Abonnieren, um kein Bastelsaal-Content mehr zu verpassen. Hat mich gefreut. Danke fürs Zuschauen. Ciao! Stell dir vor, wie dumm ich bin, Dennis.